5. Gang. Selbstmord hat nichts Schönes. Selbstmord ist ein extremer starker Einschnitt. Ja? Ja. Und natürlich geht es schon bei uns darum, dass das, was am Teller kommt, schmeckt. Ja. Es geht sozusagen nur für mich immer darum, dass man das in einem neuen Zusammenhang sieht und sich auch auf diese Stimmung einlässt. Es ist was Anspruchsvolles. Ist das der Originalrevolver? Leider nein, und es gibt ihn auch offensichtlich nicht. Aber dieser Revolver ist vom Typus her genau der gleiche und auch aus der gleichen Zeit, wie ihn Rudolf für diese Bluttat verwendet hat, der fatale Wunden erzeugt. Also die Schädelkalotte ist fast explodiert. Also nicht nur ein Einschussloch, was auch zu diesem immensen Blutbad geführt hat, wie sich es dann den Zeitzeugen offenbart hat, als sie dann den Schauplatz betreten haben. Aber für mich hat es etwas, dass etwas mit irrsinniger Kraft auf den Teller aufkommt. Mhm. Ja? Und ich habe auch etwas so, dass etwas zerplatscht. Also ja. Wie sagt man da, was richtig so, ja. Genau wie eine Wasserbombe. Also es braucht was Explosives. Explosives. Der Altar markiert jenen Platz, an dem das Bett war, an dem die Leichen gefunden worden sind. Und darin liegt ja eine Botschaft. Man wollte also eine Entzündungsarbeit hier initiieren, dass in diesem Raum, wo diese große Schande begangen wurde, Mord und Selbstmord, hier durch Gebet, durch ständiges Gebet, diese Last aufgehoben wird. Wer und unter welchen Umständen war als erster hier vor Ort und hat die Tat entdeckt, gesehen? Es sind 2 Personen. Es ist der Kammerdiener des Kronprinzen, Johann Loschek, und Josef Graf Hoyos, der ja Gast hier war, weil sie wollten ja gemeinsam auf die Jagd gehen. Er hat auch die Schüsse gehört, kam herauf zum Schloss und befiehlt aufzumachen. Und dann wird mit dem Faktum konfrontiert, es ist zugesperrt. Wird also aufgehakt und zuerst schaut Loschek rein und sieht, da liegt nicht nur der Kronprinz drinnen, ja, sondern auch die Mary Wetscher, und kommt in die peinliche Situation, dass er mit der Wahrheit jetzt rausrücken muss. Das ist ja was total brutal. Das Gehirn war zerfetzt oder es war wirklich, es hat ausgeschaut, alles überall Blut. Ist das auch eine Botschaft drinnen? Nein, das entspricht auch gewissermaßen einem Ehrenkodex. Was war der Beruf von Rudolf? Er war Militarist. Ein Militarist schießt, ein Jäger schießt. Die Auswirkungen waren halt einfach bedingt durch die Waffentechnik von damals so fatal, dass es also wirklich zu einem solchen Blutbad gekommen ist. Angeblich sollte der Loschek ja dem Kronprinzen was vorsingen. Also, wie soll ich sagen, so eine romantische Tragödienstimmung muss das gewesen sein. Es ist ja auch so, dass am frühen Morgen Kronprinz Rudolf völlig angezogen zum Loschek kommt in sein Dienstzimmer und ihn bittet, er möge anspannen lassen, also das Fuhrwerk vorfahren lassen. Das musste unten geholt werden und in dem Moment, wo er runtergeht zum Fuhrwerk, hört er die Schüsse. Beim Kronprinz Rudolf war es ja auch wirklich, dass er jemand mit in den Tod genommen hat. Also gemordet. Genau, es war ein Man kann sich dann das sagen. Genau. Sozusagen ein Femizid. Genau. Ja? Und jetzt die Frage, wie diese Brutalität dastehen kann. Wissen wir mit Sicherheit, in welcher Weise diese Waffe, also nicht diese, sondern ihr Pendant verwendet wurde? Wir wissen aus den Abschiedsbriefen ganz genau, dass es also wirklich ein absichtlicher Selbstmord ist. Nur war sich Kronprinz Rudolf und auch Mary Wetscher klar, dass sie im Umgang mit solchen Handwaffen nicht
die Erfahrung mitbringt. Und so gesehen muss man auch ehrlicherweise sagen, Rudolf war auch ein Mörder hier in Meierling. Und es hat keine Zeichen des Kampfes oder irgendetwas gegeben. Also sie war sicher einverstanden. Es ist auf jeden Fall so, dass der Thronfolger ein minderjähriges Mädchen in den Kopf geschossen hat. Ja, genau. Die auch sowohl nach damaligen wie heutigen Kriterien eigentlich nicht selbstverantwortlich das entscheiden konnte. Aber es ist nicht blutrot. Es hat eine gewisse Tristesse. Und es ist ein besonderer Selbstmord, weil er quasi so im öffentlichen Bewusstsein stattfindet. Und dieses Besondere kann man auch mit einer besonderen Zutat darstellen. Was ich mir überlegt habe, ist, diese Schusswaffe, die der einfährt und alles zerschießt, ja, dass man zum Beispiel einerseits da macht Kartoffelschmoren, draufhaut, dann noch was draufhaut, dass das so Schichten werden und die sind aber so praktisch wie ein Einschuss. Ja? Und dadurch, glaube ich, ergibt sich auch ein eigener Geschmack. Ja. Der Selbstmord. Kartoffelschmarrn. Faschierte Leibchen aus Schweinefleisch mit gestopften Gänseleberkern. Braune Zwiebeln. Topfen. Duxelles. Gebundener Kalbsfond. Ein brutaler Akt auf dem Teller. Die Wucht des Kartoffelschmarrns. Schweinefleisch und gestopfte Gänseleber, ein Kontrast, vereint in einem Klassiker, dem Fleischleibchen. Die Verbissenheit eines Selbstmords im ausgepressten Topfen. Braune Zwiebeln und Duxelles tragen zur Verwüstung bei. Der Fond als Rindsal am Tatort.